So, ein Zuschauer hatte gefragt, wie es mit meinem Land Rover L322 Projekt aktuell aussieht. Also möchte ich in diesem Video zum ersten Mal mein Projekt thematisieren, aber nur oberflächlich auf das Thema eingehen. Generell plane ich es auch ausführlich zu gestalten, aber erst im Nachgang, da ich aktuell nicht die Zeit finde. Ja, und hier sieht man auch schon meinen Projektwagen. In erster Linie möchte ich hier die Machbarkeit der L322 Antriebsintegration in eine E53 Karosserie testen. So, gehen wir mal rum. Ja, da der Lack an meinem aktuellen Wagen eine Katastrophe ist, dient er hier auch für meine Lackproben. Dazu kommt aber auch noch ein separates Video. So, jetzt sind wir mal auf der Seite. Hier auch weitere Lackproben, aber so sieht der Wagen erstmal aus. So, also bei der Integration geht es speziell um das L322 Verteilergetriebe mit Torsendifferential und Untersetzung. Die vordere und hintere Achse inklusive Differential ist original E53. Ich hatte versucht, auch die Differentiale vom L320 zu übernehmen. Allerdings wäre dies, wenn überhaupt, nur mit einem enormen Aufwand möglich, da das vordere Differential vom L322 wesentlich größer ausfällt als das vom E53. Hier müsste auch die Ölwanne vom L322 verwendet werden, was dazu führt, dass zu wenig Platz für das Lenkgetriebe und die vorderen Antriebswellen bleibt. Aktuell ist der Motor, Getriebe und Verteilergetriebe inklusive dem zusätzlichen Steuergerät vom L322 bereits installiert. Motor und Getriebe sind im Großen und Ganzen baugleich. Um das soweit zu realisieren, war nur notwendig, am Motor die Ölwanne und Motorträger gegen die vom E53 zu tauschen. Für das Verteilergetriebe wurde der Hilfsrahmen vom L322 provisorisch installiert. Um den Antrieb des L322 Verteilergetriebes mit den E53 Differentialen zu verbinden, ist es erforderlich, die beiden Ausgangsflansche untereinander zu tauschen, was Gott sei Dank möglich war. Jetzt hätten wir hier ein Problem. Nun konnte die hintere E53 Gelenkwelle entsprechend gekürzt werden. Hier muss aber noch ein Zapfen für die Zentrierung realisiert werden. Das ist noch nicht der Fall und wird auch erst angegangen, wenn alles andere soweit läuft. Für Testfahrten mit eher geringer Geschwindigkeit sollte es aber keine Rolle spielen. Da der Flansch des vorderen Differentials im Verhältnis zum Verteilergetriebe höher sitzt als der vom L320 Differential, ist ein Gleichlauflager an beiden Wellenenden notwendig. Daher mussten auch die Verteilergetriebe-Flansche untereinander getauscht werden. Nun musste die vordere L322 Welle den entsprechenden Zapfen für das Gleichlauflager von der hinteren L322 Gelenkwelle verpasst bekommen. Dann war es noch notwendig, eine Adapterscheibe für das vordere Differential zu fertigen. Hier muss der Gelenkwellenflansch vom L322 mit dem Flansch vom E53, der eigentlich eine Hardy-Scheibe aufnimmt, verbunden werden. Dies habe ich mir erstmal provisorisch aus Kunststoff, nennen wir es mal, gebastelt. Hier mal ein paar Bilder zur Systemeinbindung des Verteilergetriebesteuergerätes und des Bedienteils für die Untersetzung. Allgemein wird alles aktuell auch schon mit einem E53 Karosserie, Motor, Getriebe, Kabelbaum betrieben. Aktuell betriebene Steuergeräte sind das Kombi-Instrument, Lichtkontrollmodul, Motor- und Getriebesteuergerät und das Verteilergetriebesteuergerät aus dem L322. So, okay. Das zu meinem Text. Jetzt schauen wir einfach mal grob drauf, wie es aussieht. Einmal das Verteilergetriebe mit dem Hilfsrahmen. Schauen wir mal, ob man das so einigermaßen erkennt. Ich denke, so halbwegs kann man es erkennen. Ja, wie gesagt, ich schmeiße noch ein paar Bilder rein. Schauen wir mal kurz unter die Motorhaube.
Zack. So sieht es hier drin aus. Also so erstmal nichts Besonderes. Zack. Okay. Jetzt schauen wir mal rein. So, hier ist ein Handgranatenwurfstand, aber egal. Diverse Teile, die hier rumfliegen. Ölwanne, Antriebswellen. Jeder mögliche Schnickschnack einfach. So, hier sehen wir das Kombi-Instrument. Jetzt können wir mal kurz gucken. So. Zündung an. Natürlich diverse Fehlermeldungen. Und nun setzen wir mal den Gangfallhebel auf N. Auch der hängt hier noch provisorisch herum. So, wie wir sehen, wurde das auch erkannt. Zwischendurch gibt es damit tatsächlich Probleme. Vor allem wenn die Batterie also eigentlich nur wenn die Batterie abgeklemmt war. Ich weiß selber nicht, woran das liegt aktuell. Aber wenn sich das einmal eingependelt hat, dann ist es auch egal, dann funktioniert es immer. So, und nun gehen wir mal aufs Bedienfeld und schalten einmal die Untersetzung und beobachten das mal im Kombi-Instrument. Man hört es auch akustisch. Ich denke mal, auf dem Video wird man es auch wahrnehmen. Moment. So, hier sehen wir Low Range und das entsprechende Symbol. Ja, wir können jetzt nochmal schalten. Nochmal das Geräusch. So, Symbol wieder weg. High Range. Jetzt starten wir einfach. Also der Wagen hat keine Auspuffanlage, nur die Krümmer. Es wird ein bisschen laut. Wir gucken mal, wie die Akustik gleich ist. So, ich weiß nicht, wie man mich verstehen kann. Nochmal das gleiche. Low Range. Jetzt hört man den Motor vom Verteilergetriebe wahrscheinlich nicht mehr. So, anschließend schalten wir mal auf D. So, damit man auch sieht, dass wir uns bewegen. Und der Wagen fährt Rückwärtsgang. Also so. Und wieder ein Stückchen rückwärts. Okay, das soll es fürs Erste gewesen sein. Hier gehen wir mal wieder auf P. Auf Low Range lassen wir ihn mal. Nochmal einen Gasstoß fürs Video. Das klingt auch immer wieder gut. Okay. So. Ja, und wenn euch allgemein meine Videos interessieren, euch gefallen, dann Daumen hoch, Glocke aktivieren und abonniert den Kanal. Und bleibt ihr informiert. Bis dann.